Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell Latitude und zwar ein 5500 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Bei der Tastatur ist es so, dass man die zwar einzeln tauschen kann, aber dafür trotzdem alles aus dem Gehäuse rausnehmen muss. Das Touchpad kann man hier nicht einzeln tauschen, das ist im Topcase mit dabei. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Der hat sogar eine kleine Schlaufe dran, an der man ziehen kann. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier oben die beiden RAM-Slots, von denen einer nicht besetzt ist. Hier ist die SSD und unter der SSD ist Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Da ist halt nur so, dass nur eine von beiden geht. Entweder man hat eine schmale SSD oder eine 2,5 Zoll. Und hier wäre der Anschluss für die Festplatte.
Dann sehen wir hier den Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Das lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wieder verwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, unter dieser Abdeckung hier befindet sich die SSD. Und um die auszutauschen, muss man erst die Abdeckung abschrauben. Und dann kann man die Abdeckung einfach ein bisschen seitlich wegziehen. Und darunter ist dann die eigentliche SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Und ja, um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Und ja, wenn man eine lange SSD verwenden will, dann lässt man das einfach alles weg. Nimmt nur die SSD und macht da direkt die Hülle drüber. Genauso wie jetzt hier quasi mit der Halterung. In beiden Fällen schiebt man die SSD einfach zurück in den Slot. Man kann die auch zuerst in den Slot schieben, wenn das ein bisschen friemelig ist hier. Und danach die Hülle drunter schieben. Und ja, dann muss man nur noch beides verschrauben und hat das ratzfatz erledigt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Oft empfiehlt es sich auch, erst den Lüfter auszubauen und dann das Kabel zu trennen, einfach weil man da mehr Platz und mehr Raum hat, um zu arbeiten. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind, da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das Kabel wieder verbindet. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position, können ihn dann verschrauben und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben
Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.